Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mal mit, Freiwähler für Karlsruhe vor Ort. Wir besuchen heute den Tierschutzhof. Ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht, natürlich Leckerli für die vierbeinigen Bewohner und eine kleine Spende für alle. Hier gibt es ein paar Probleme. Der Tierschutzhof ist eigentlich nicht mehr legal hier. Aufgrund der Änderungen im Bebauungsplan darf der Tierschutzhof hier eigentlich nicht betrieben werden. Sucht verzweifelt nach einem anderen Gelände, was gar nicht so einfach ist in Karlsruhe. Und heute sind wir mal hier, um uns das Ganze vor Ort anzuschauen, mit dem Verantwortlichen zu sprechen und natürlich auch nach den Tieren zu sehen. Alle Tiere, die hier sind, sogar die Fische, sind Abgabetiere. Ja? Die Gänse kommen von Geflügelzüchtern. Wir haben hier zum Beispiel einen Hahn, der wurde mitten in der Karlsruher Innenstadt gefunden. Man sollte das eigentlich kaum glauben. Karlsruhe Stadtmitte, ein freilaufender Hahn, hört man normalerweise nur von Hunden. Das heißt einfach, der wurde dann einfach ausgeschätzt, weil ihm jemand überdrüssig vorne hat mal in der Stadt rennen lassen. Genau, richtig. Eben dieses Unüberlegte, das Tier sich zulegen. Man merkt, es macht Arbeit und dann muss es eben wieder weg. Jetzt haben wir hier unsere erste Hundegruppe. Jetzt, diese Tiere hier sind teilweise Gnadenplätze, aber auch dieser Hund hier ist zu vermitteln. Das ist unser Nilix, das war der letzte Hund, den wir vor 2 Jahren aus Rumänien eingeführt haben. Den haben wir rausgeholt, weil er große, massive Probleme in der Hüfte hinten hat und von daher dort überhaupt keine Überlebenschancen hatten. Ne? Ansonsten vorne vor der Bürotür die kleine Blonde. Das ist unsere Molly. Das ist übrigens die erste Hündin, die wir als Tierschutzhund aufgenommen haben. Hat einen Gnadenplatz, weil sie eine Großbaustelle war. Benno haben wir auch vor 3 Jahren aus Rumänien geholt, hat einen Gnadenplatz bei uns. Benno wird langsam blind, weil seine Tränendrüsen sind komplett verstopft und es ist nicht mehr heilbar. Benno fühlt sich hier wohl und warum soll man so ein altes Tier verpflanzen? Ja. Oder auch der Besuch kann hier reingehen und ja, die Hunde werden kontinuierlich konfrontiert. Man ist verblüfft als Besucher, dass die hier total ruhig und entspannt sind und überhaupt nicht bellen. Ja, sie sind schön entspannt. Ja, das sieht man an, also sind total relaxed. Haltungsvorteile gegenüber einem Tierheim sind natürlich das, dass wir hier Großgruppen halten können. In der Großgruppe und der Art der Haltung, wie wir es tätigen, kommen die Hunde ständig in Sozialkontakt mit anderen Tieren und natürlich auch mit uns Menschen. Das Herz vom Tierschutzhof Karlsruhe. Es läuft uns hier nichts Gefährliches über den Weg, aber hier werden tatsächlich gefährliche Hunde gehalten. Dann rein in die Höhle. Genau, rein in die Höhle. Das ist die traurige Berühmtheit aus Karlsruhe, die auf die Südtribüne herumgerannt ist, wo die Südtribüne gesperrt wurde und alles abgesucht wurde mit dem Hubschrauber, und man dann 2 Tage später im Stadtrat gesichert hat. Ja. Auch illegal Einfuhr aus Italien nach Ulm, in Ulm zu einer angeblichen Hundeflüchterin. Also ich bin mittlerweile sehr skeptisch, was Trainer und sowas betrifft. Ne? Nach 3 Wochen musste sie dort weg. Die ist dann unter der Hand vermittelt worden nach Karlsruhe in der Familie, hat dort gleich die Kinder getackert, musste dann wieder weg und dann bei der neuen Stelle unmittelbar nach Ankunft ist sie abgehauen und hat dann auf die Südtangente. Das heißt, es sind jetzt Hunde, die eigentlich nicht vermittelbar sind? Nicht vermittelbar kann man so nicht sagen, nur an Menschen mit besonderen Kenntnissen. Ne? Also das ist, wir sind hier sehr, sehr wählerisch, was die Auswahl der Adoptanten betrifft. Rudolf hat hier einen Gnadeplatz, weil Rudolf so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt. Ja? Der hat seine Welt und sagt, okay, da ist 1, da ist 2, da ist 3. Solange das so bleibt, ist das in Ordnung. Wenn jemand die 3 auf die 2 macht, ganz große Probleme. Ne? Und das will man dem Tier nicht antun. Eigentlich ähnlich wie bei den French auch. Ein bisschen. Ja. Also Das ist dieses alte Bäumenverpflanzer. Ist nicht schön. Gehen wir mal rein, da haben wir hier also so mit Gehege, die aber, wenn kein Besuch da ist, alle offen sind. Ne? Zum Füttern sperren sie weg, dass es kein Futterneid gibt oder sowas, dass man in Ruhe essen kann. Aber ansonsten können die Hunde frei bei uns rumlaufen. Akiro, ganz toller Hund, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ne? Ja. Ja, Schimpfst du, gell?
So. Ja, ist gut. Und hier, das ist unser Rex. Das ist ein älteres Semester, gell? Uralt, man weiß es nicht, 12, 13, 14, kam zu uns zum Sterben. Ja. Dann habe ich dir gesagt, okay, pass auf, wenn du auf Henry, ich sorge dafür, dass der Rex rauskommt. Und dann war der Deal perfekt. Ich habe das dann mit Rumänien klar gemacht. Erst haben sie rumgezickt und dann haben sie den Rex todkrank in den Transport. Wir haben es durch den Veterinär durchgekriegt, dass er transportiert werden durfte. Seit diesem Tag will Rex nicht mehr sterben. Ja. Er hat, richtig so. naja, er hat Arthrose. Wird jetzt aber gespritzt mit Librela, ein ganz tolles Medikament. Die in den Hinter hat er Angst vor uns oder warum sind das Das ist ein Bub, ja. Der kann mit Menschen überhaupt nicht. Das ist immer jetzt gleich total Ja. verängstigt Ist aber auch so ein typisches Beispiel. Ach Gott, ist der süß, vermittle nach Deutschland in eine Familie, es ist schief gegangen und dann muss er wieder weg. Ja. Also Brianna beispielsweise kam aus dem Ettlinger Tierheim, die war 5 Jahre dort untergebracht. Und Ettlingen hat versucht, Brianna aus der Reserve zu locken. Brianna war immer ein Hund, der sehr, sehr zurückhaltend war. Aber wir haben auch in unserer Arbeit einfach gemerkt, du kommst an einen Punkt, wo sich der Hund nicht weiterentwickelt. Und dann müssen wir gucken, dass wir einen zarten Umbruch machen. Und so haben wir dann Brianna aus Ettlingen zu uns überstellt und hier wurde sie dann gleich von vornherein mit allem konfrontiert. Da kommen die Helfer mit dem Staubsauger, mit dem Wischmuck, der Vogel fliegt und man lacht und hahaha, hihihi. Und das war was ganz Neues für Brianna. Hier werden die Hunde konfrontiert mit dem Leben. Ja? Weil hier ist alles offen, weil der Hund sitzt dahinter und sagt, komm schon rein. Und das war bei Brianna. Tür zu, Brianna hat sich wohlgefühlt. Tür auf, Brianna, für sie ist die Welt zusammengebrochen. Und das sind halt Sachen, das sind Verhalten, die ganz, ganz tief eingeprägt sind im Hund und ganz vorsichtig wieder auseinander machen muss. Ne? Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Unser Rex sitzt da, auch wo er gekommen ist, total aggressiv gewesen. Ne? Und jetzt mittlerweile der totale Schmusepeter. Ja, also er sieht auch wirklich relativ entspannt aus. Ja, er guckt jetzt ein bisschen kritisch, wer sind die da, was wollen die heute hier, ja, aber sonst ist er recht entspannt. Genau. Also Er sondiert das Ganze und sagt, Körperhaltung, was soll das genau. jetzt? Ne? Also die sind wirklich als total, ja, sehr schwierig. Wir hatten Probleme, die erst mal so hinzukriegen, dass wir mit denen arbeiten können. Weil du hast dann so 2 Hunde, die dich anfletschen, die die Zähne zeigen und irgendwann musst du in den Zwinger rein. Ja? Und was habt ihr dann mit ihnen gemacht? Arbeitet ihr dann erst mit Maulkorb oder mit 2 Führlein oder wie kommt ihr an die Hunde ran? Bei denen haben wir wirklich ganz von vorne anfangen müssen. Bei denen ging es wirklich darum, dass wir uns erstmal kennenlernen und ein Vertrauen aufbauen. Das Anfassen, das Spielen, das Zärtlichkeit austauschen, Füttern und alles, dass ich gemerkt habe, oh, die sind cool. Ne? Und dann geht es eben los, dass man die ganze Unflätigkeit, die sie in 2,5 Jahren lang gelernt haben, dass man die wieder rauskriegt. Weil die haben tatsächlich 2,5 Jahre lang keinerlei Erziehung genossen. Die eine funktioniert mit der anderen nicht. Hier haben wir eine Kleingruppe in dem Bereich von 2 Hunden. In der großen Bereich hinten laufen wir gleich einmal nach hinten. Genau, nimmst du so rein. Der große Bereich nach hinten wird geteilt von Bombi und Sani und der Rest von der Gruppe, die dann eben immer raus dürfen zum Tor. Ja. Dann gehen wir mal nach hinten. Abgabetiere. Einige. Hier ist abgepflockt, da bauen wir einen Trainingskreis auf, wo dann eben so Hunde wie Bombi und Sunny einfach mal lernen, an der Leine zu laufen. Dass verschiedene Untergründe da sind und der Hund muss sich trotzdem auf den Führer konzentrieren. Das haben alle Hunde nicht können, lernen es aber in diesem Trainingskreis dann doch relativ schnell und zuverlässig eben, dass der Mensch an der Leine
das entsprechende Sagen hat. Ne? Aber ich muss sagen, das Gelände ist ja eigentlich absolut idyllisch. Ja. Also wir haben ja jetzt gerade auch die Problematik mit der Hundewiese, dass viele Menschen sich natürlich durch Hundegebell auch gestört fühlen. Also sie sind weit genug weg von der Wohnbebauung. Ja. Sie haben die Möglichkeit, dass sie mit den Tieren hier sofort loslaufen, im Prinzip raus ins Freie. Man muss ja also nicht irgendwie erst in ein Auto verfrachten oder so und wohin fahren. Von dem her ist das Gelände natürlich optimal. Ja. Also um auf ihre Flächenproblematik zu kommen, Richtig. warum wir ja auch hier sind. Ja. Laut Bebauungsplan, der wurde ja aber erst später geändert, dürfte es ja mit dem Tierschutzhof hier gar nicht sein, wenn ich das richtig weiß. Ja, so sind jetzt die Auflagen, die uns durch Frau Regner im Prinzip mitgeteilt wurden. Wobei, man denkt ja unglaublich viel nach. Wenn wir es jetzt mal objektiv betrachten, ist der Bebauungsplan lange nach dieser Bebauung von diesem Gelände entstanden. Also wir sprechen da nicht von Jahren, ja, der Bebauungsplan ist von 1984, aber diese Gebäude und dieses Grundstück wird schon lange davor entsprechend bewirtschaftet. Ich meine auch gelesen zu haben beispielsweise, dass die Anwohner hier mit ihren Grundstücken von der Stadt entsprechend mit einem adäquaten Ersatzgrundstück versorgt werden müssen. Das sind jetzt wirklich 1984. Wir reden von vielen Jahrzehnten, wo im Prinzip nichts passiert ist. Und wir haben hier halt tatsächlich die Möglichkeit zu arbeiten. Und mein Appell eigentlich der Vernunft ist das, dass wir hier bleiben können. Weil in unserer heutigen Zeit wäre es eigentlich wirklich nicht vertretbar, hier alles platt zu machen. Ja? Es ist hier eine komplette Infrastruktur vorhanden. Es sind die Gebäude da, es sind ausreichend Gebäude da, die dringend saniert werden müssen, wie die da hinten beispielsweise, wo wir noch Schulungsräume reinmachen können, um beispielsweise unsere Bundesfreiwilligen nochmal intensiver ausbilden zu können. Und man muss nicht das Rad neu erfinden. Ja? Zumal es natürlich, das wissen wir glaube ich alle, in Karlsruhe fast aussichtslos ist, jetzt hier, sage ich jetzt mal, einen Ersatz zu finden, wo sie unterkommen könnte. Also das stelle ich mir absolut schwierig vor. Daher war ja auch unser Hilferuf eben an den Karlsruher Gemeinderat, damit man sich einfach mal darüber Gedanken macht, dass wir Tierschutzvereine, und wir sind ja von diesem Problem nicht allein betroffen, dass man einfach mal an uns Tierschutzvereine denken soll, ob man eventuell über die Satzung der Stadt Karlsruhe oder auch andere Satzungen in anderen Städten Sondergenehmigungen erwirken kann, wo man sagt, nee, okay, es ist vernünftig. Das ist ein Verein, das ist nicht privatwirtschaftlich, hier bereichert sich niemand, hier finden auch keine wilden Privatpartys zum Vergnügen statt, sondern hier wird Arbeit getan, Arbeit verrichtet, die dem Wohl der Gemeinde dienen. Ja? Und das, denke ich doch, ist eine Sache, die man eigentlich unterstützen könnte. Absolut. Wo man auch fraktionsübergreifend einfach sagen muss, ja, er hat recht, lasst uns drüber nachdenken und jetzt mal... Ja, das ist mit Sicherheit, glaube ich, da finden Sie bei den Fraktionen, stoßen Sie da auf breite Zustimmung. Die Frage ist natürlich, was uns die Verwaltung vorgibt, was da also wirklich auch rechtlich machbar ist. Aber wir werden auf jeden Fall darum kämpfen, weil ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt, was Sie hier machen. Tierschutz ist eine wichtige Aufgabe und wenn Sie es nicht machen, müsst ihr im Prinzip die Stadt machen. Also ich habe dann mit den anderen Tierheimen oder Tierschutzhöfen auch so. Es ist eine gesamtkommunale Aufgabe. Nur das Schöne ist bei Ihnen, Sie verbinden es eben noch mit dem sozialen Aspekt, mit den Menschen, mit dem Bundesfreiwilligendienst und eben mit den Menschen mit psychischen Erkrankungen. Von dem her wirklich nochmal meine Hochachtung vor dem, was Sie hier machen. Toll, Herr Winterhoff. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass Sie auch hierher gefunden haben. Ja. Und das ehrt uns natürlich sehr, dass jetzt unser Schreiben an die Fraktionen ja, so große Früchte trägt. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr uns zuhört und dass ihr wirklich ja, mit unseren Problemen mitkämpft und da versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Absolut, ist ja selbstverständlich. Tolle Sache, ja. Stadtrat da.